Guten Morgen zusammen. Eine Nachricht für dich, roter Buddha, silberner Buddha. Wir nehmen heute mal eine Rune dazu, die hatte ich schon eine Weile nicht mehr. Okay, ihr Lieben. Ich tue mir schwer, ich würde den silbernen nehmen. Gucken wir, was der sagt. Ja. Hier kommt die Libelle und der Pegasus. Es geht hier um eine Wandlung. Und es geht darum, mit dieser Wandlung irgendetwas zu überwinden. Also sehr speziell kann das natürlich, wir gucken mal die Themen hier an, etwas aus dem Beziehungsbereich sein, ein Kreislauf, der immer wieder kommt, etwas, was dich auch im Vertrauen getestet hat. Vielleicht kannst du hier auch, hat es eben gefallen, die Vaterbeziehung regenerieren oder irgendetwas überwinden, was daraus noch in dir schwingt. Die Karte sagt ja auch, dass es völlig in Ordnung ist, dass du einen Richtungswechsel vornimmst, dass du deine Meinung konsequent vertreten kannst. Und der Punkt ist eben die Konsequenz, ne? Und auch selber konsequent zu sein. Man kann sich zum Ausdruck bringen, Libellen sind ja auch die Akrobaten der Lüfte. Sie können sich um die eigene Achse drehen und wirken dabei auch noch anmutig. Hier darfst du auch so ein bisschen handeln, wie du sonst nie tun würdest, oder Dinge machen, die du sonst nicht so gehandhabt hast. Es muss nicht alles immer gleich gemacht werden. Man kann Kurskorrekturen machen. Und man soll sich hier auf das konzentrieren, was einen in die Kraft bringt. Es heißt praktisch sorgenfrei, wild und unberechenbar zu sein. Der Pegasus an sich bringt ja dann auch nochmal ja wirklich eine gewaltige Transformation mit. Hier kann man sich erheben, eine himmlische Perspektive einnehmen, vielleicht auch die Dinge mal von einer anderen Perspektive wieder wahrnehmen. Und die Karte zeigt auch an, dass sich irgendwie große Dinge ändern und dir auch möglich werden. Und da kann auch sein, dass ein paar Widrigkeiten dabei sind, aber über die fliegst du einfach mal so drüber. Auch aus den Dramen und Spielchen anderer heraushalten, mag auch ein Beziehungsding sein, etwas, was sich schon so eingeschlichen hat, ne? Und wir haben mit der Rune hier unten noch Manas. Es geht um das Handlungsbewusstsein, um die Wahrnehmung der Strukturen von irgendetwas. Und es passt wunderbar. Wir haben hier den Ring und den Bären und wir haben hier das Pärchen, das hier irgendwie zusammen etwas macht. Die Rune stellt zum Beispiel auch den engsten Bezug zum Menschsein dar. Und man kann so die Strukturen wahrnehmen, die man im Beziehungsleben oder in Bezug auf andere eben hat. Hier funktionieren Herz und Verstand zusammen. Der Verstand überlegt,
und das Herz führt dich. Hier ist es auch speziell, dass man zum Beispiel so Dinge, die andere machen, wo man selber denkt, oh, das würde ich nie so tun oder das empfinde ich als Eigenart, damit kann man besser umgehen. Und hier wird auch klar und bewusst, was in der aktuellen Situation, die man hat, zu tun ist. Ich glaube, es geht hier um ein sehr, sehr altes Muster, das man in Beziehungen mit an den Tag legt. Und es geht auch darum, wie man gemeinschaftlich irgendetwas in Bewegung bringt, um dass das Leben in glückliche Bahnen verläuft. Ja, nenn es zusammen sind wir stark, anstatt irgendetwas im Leben zu haben, was dich auch trennt. Und ich glaube, da kommt jetzt der Wandel drin, in allem, was so Kreisläufe sind, dass man den Blickwinkel wechseln kann und versteht und dass man hier auch die Eigenarten des anderen, obwohl man sie selber nie so machen würde, einfach so stehen lassen kann. Sehr passend. Ich meine, das kennt ja auch jeder. Man kann lieben oder zusammen sein mit Freund, Freundin, Partner. Es gibt immer Punkte, die würden wir nie so machen wie die anderen. Die Kunst ist eben, das dann auch den anderen so zu lassen. Für dich hier auf der anderen Seite haben wir das Erwachen und den Wolf. Es geht sehr stark auch hier um Familienthemen. Auf der Karte sieht man ja auch sozusagen das Frühlingserwachen drauf, ne? Und da ist die Zeit, wo wieder alles erblüht, ein neuer Zyklus beginnt. Man darf handeln, man wacht irgendwie auf und hier speziell kann es eben um Themen gehen, die aus der Familie mitschwingen. Da geht es einsteils um die Blutsverwandten, es geht um deinen Clan, es geht aber auch um die Menschen, die sich Freunde nennen und somit ja, geistige Verwandte oder seelische Verwandte. Und da kommt jetzt Unterstützung für dich her. Irgendwas an Unterstützung wird hier erblühen. Man kann sich gegeneinander vertrauen. Man hat so die gleiche Tiefe, aus der man agiert. Und Wölfe hier speziell auf dieser Karte oder die Wölfe an sich sind im hohen Maße loyal und auch sozial, ja. Und da ist die Familie eben was wert und jedes Mitglied im Rudel hat einen bestimmten Platz, eine bestimmte Stellung. Und die Wölfe haben auch sehr gute Kommunikationstechnik. Sie sind füreinander da und sie spielen auch gern miteinander, auch wenn sie schon groß sind. Sehr interessant, ne? Hier könnte sich sowas für dich auf den Weg machen, wo du sagst, ich fühle mich wieder verbunden, ich habe Leute, denen ich vertrauen kann, man steht füreinander ein und man kann hier etwas, was im Mangel war, in den anderen Erfolg bringen, eine Art von Sicherheit, die sich einschleicht, die sich über dich legt, ein Gefühl des Vertrauens, ne? Möglicherweise öffnet man sich auch andere Türen für Menschen, die, weil wir ja vom Erwachen das Aufblühen haben, da kann schon mal sein, dass man auch den einen oder anderen trifft, der genau in deine Struktur hier auch passt, ne? Das Urvertrauen wird angezeigt, die kosmische Gebärmutter sozusagen. Ja, und hier geht es um sehr starken Schutz, Sicherheitsgefühl. Man versteht hier auch den Sinn von bestimmten Ereignissen, Zusammenhängen oder auch Abhängigkeiten, die stattgefunden haben. Man bekommt irgendwie so einen Schutzraum um sich, in dem man auch neue Experimente wieder wachsen lassen kann. Man ist hier auch während der Umsetzung seiner Prozesse geschützt hier in dieser Gebärmutter und wird genährt. Ja, und hier kommt eben die optimale Unterstützung auch mit, um zusammen irgendwie in Harmonie etwas
zum Wachstum zu bringen. Klasse. Beides sehr tiefgründig, aber ich denke, hat seine Berechtigung. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Ich drücke euch bis morgen.